Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor fast genau 25 Jahren, am 10. Juli 1990, an Karl Orffs 95. Geburtstag, wurde genau hier im Max-Joseph-Saal das Orff-Zentrum München in einem feierlichen Staatsakt durch den damals zuständigen Staatsminister Professor Hans Zehetmeier eröffnet. In den zurückliegenden 25 Jahren ist vieles geschehen, wurde so manches geleistet. Mit Blick auf Teile seines Nachlasses, die als Exponate einer Ausstellung 1970 in der Bayerischen Staatsbibliothek zu sehen waren, meinte Orff einmal in seiner typischen bildhaften Sprache, Zitat, „Das ist nur das Holz, auf die Flamme kommt es an. Ein geistiges Licht anzuzünden, das ist wichtig." Zitat Ende. Wenn es dem Orff-Zentrum gelungen sein sollte, in diesen Zeiten durch unausgesetzten Bezug auf das Schaffen Karl Orffs ein geistiges Licht anzuzünden und am Leuchten zu halten, dann ist damit wahrlich schon viel erreicht worden. Und wenn es, oh verehrter Hans Mayer, deines Engagements und der Witwe von Karl Orff gelungen ist, etwas zu schaffen, was es in dieser Form in Bayern nur für Karl Orff gibt, nämlich ein Staatsinstitut, das jetzt ein Vierteljahrhundert wirkt, dann ist dies ein glücklicher Moment. Und wenn wir heute auch noch die Freude haben, ein Stück weit in die Klangwelt, in das Schaffen von Karl Orff mit einzudringen, dann ist es wohl das schönste Geschenk, das Karl Orff sich und seinem Zentrum selbst machen kann. Deswegen gratulor et gratias ago. Zur Feier gehört neben Ton und Bild, neben den Chören und dem Film, der uns am Schluss erwartet, auch ein Rückblick, ein Bericht. Das Orff-Zentrum München wäre nicht entstanden ohne Lieselotte Orff, Karl Orffs letzte Frau, seine Wegbegleiterin in 22 Ehejahren. Aus dem Spätwerk des Meisters, der 1982 starb, ist sie nicht wegzudenken. Ich habe das Umfeld geschaffen, in dem er arbeiten konnte, sagte sie von sich selbst. Das Orff-Institut hat sich in 25 Jahren im Münchner Musikleben nachdrücklich in Erinnerung gebracht. Gibt es überhaupt Musikliebhaber, die es noch nicht kennen? Ich wünsche dem Orff-Zentrum München, dass es diese Herausforderungen in den kommenden Jahren mit gleichem Schwung und gleichem Eifer meistern möge wie in den ersten 25 Jahren seiner Existenz. Und in die Zukunft dürfen wir das Vertrauen mitnehmen, dass es im Institut auf den alten Notenlinien und Vorzeichen mit Kreuz und B auf gleicher Höhe weitergeht. Als Karl Orff 1972 seine Eintrittskarten für sein letztes Bühnenwerk
De Temporum Fine Commedia abholte, sah er, dass sein Name falsch geschrieben war. »Ich heiße nicht so wie euer Fernsehsender«, sagte er der Dame an der Kasse. »Ja, wie denn dann?«, fragte sie hilflos. OR Fortissimo. In diesem Sinn wollen wir von der Karl-Orff-Stiftung mit dem Orff-Zentrum mit einem Blick zurück nach vorn auch in Zukunft zusammenarbeiten. Vielen Dank. Ich finde es schön, dass man sozusagen auf diese Weise Karl Orff geehrt hat. Der Chor vom Bayerischen Rundfunk ist phänomenal. Sehr besonders fand ich jetzt bei dieser Veranstaltung, dass wir die Möglichkeit hatten, diese ganz frühe Fassung von Cathuli Carmina aufzuführen. Eine Fassung, die sehr selten aufgeführt wird und somit auch ein Dokument für unseren Archiv und auch für den Bayerischen Rundfunk gewinnen zu können. Viel laut, viel ganz leise. Ist toll zu singen, aber es ist schon anspruchsvoll. Das war eine höchst instruktive, interessante, ein Bild des Komponisten Karl Orff. Ein guter Rückblick auf 25 Jahre, eine gute Mischung von musikalischer Analyse und Musik. Das ist was das Orff-Zentrum schafft, umzusetzen, die Dinge nicht nur in der Forschung für die Dokumentation eben zu erhalten, sondern auch einfach zum Leben und zum Klingen zu bringen. Ja, es war grandios. Es hatte wirklich ganz großes Format. Mir hat gut gefallen, dass man mal auch die ganzen Initiatoren und wer was gemacht hat, dass man die mal alle auch im Film gesehen hat. Für die Journalisten in München war es wichtig, dass dieses Orff-Institut, Orff-Zentrum in das Interesse der Öffentlichkeit wieder gerückt wird, der Kulturinteressierten. Kritik gibt es eigentlich nicht. Ich wünschte mir, dass dieses, was darüber gekommen ist, weitergeht im Gedächtnis und im Ohr und im Herzen.